Kannst du diese zwei Laute in Wörtern richtig aussprechen? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei 7 Minuten Deutsch. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Zara und in diesem Video sprechen wir über wichtige Lautgruppen im Deutschen. Bevor wir uns die Aussprache im Deutschen genauer anschauen, müssen wir zuerst eine wichtige Grundlage verstehen. Im Deutschen gibt es nämlich verschiedene Arten von Lauten. Diese helfen uns zu verstehen, wie Buchstaben klingen und wie Wörter richtig ausgesprochen werden. Es gibt 4 wichtige Arten von Lauten. Die erste sind die Selbstlaute, also die Vokale. Dazu gehören die Buchstaben A, E, I, O und U. Dann kommen die Mittellaute, also die Konsonanten. Dazu gehören zum Beispiel B, C, D, F, G, H, K, L, M und viele andere. Die nächste Gruppe sind die Umlaute. Das sind besondere deutsche Laute mit 2 Punkten. Ä, Ö und Ü. Und zum Schluss kommen die Zweilaute, auch Diphthonge genannt. Hier passiert etwas Interessantes. Das erfährst du gleich. Jetzt kennen wir also die 4 wichtigen Lautarten im Deutschen. Aber jetzt kommt eine wichtige Frage. Wie werden diese Laute eigentlich im Deutschen ausgesprochen? Das erfährst du gleich. Und ganz kurz, bevor wir weitermachen, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn unbedingt. Damit unterstützt du mich total und hilfst dabei, dass meine Videos mehr Menschen gezeigt werden. Also klick jetzt auf Abo und Like. Danke dir von Herzen. Und jetzt, weiter geht's mit der Aussprache. Fangen wir mit den Selbstlauten an, also den Vokalen. Selbstlaute heißen so, weil sie alleine ausgesprochen werden können, also ohne Hilfe von anderen Buchstaben. Im Deutschen gibt es 5 wichtige Vokale. Der erste Vokal ist A, zum Beispiel im Wort Apfel, E im Wort Elefant. Dann kommt I im Wort Igel. Der nächste Vokal ist O, zum Beispiel im Wort Ort. Und schließlich U im Wort Uhr. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt für die richtige Aussprache im Deutschen. Denn Vokale können unterschiedlich lang ausgesprochen werden. Im Deutschen unterscheiden wir nämlich zwischen kurzen Vokalen und langen Vokalen. Der Unterschied ist eigentlich ganz einfach. Ein kurzer Vokal wird schnell ausgesprochen, aber ein langer Vokal wird etwas gedehnt, also länger gesprochen. Schauen wir uns zuerst die kurzen Vokale an. Zum Beispiel Stadt, Stadt. Das A ist hier kurz. Heft, Heft. Auch das E ist kurz. Bitte, Bitte. Oder Sonne, Sonne. Oder Mund, Mund. Man hört also, die Vokale werden nicht gezogen, sondern kurz ausgesprochen. Und jetzt die langen Vokale. Hier sprechen wir den Vokal deutlich länger. Zum Beispiel Staat, Staat. Das A ist lang. Leben,
Leben. Das E ist lang. Liebe, Liebe. Brot, Brot. Und Blume, Blume. Der Vokal wird hier also gedehnt. Aber jetzt stellt sich eine interessante Frage. Woran erkennen wir eigentlich, ob ein Vokal kurz oder lang ist? Weißt du das? Das ist ein sehr wichtiges Thema und auch etwas umfangreicher. Deshalb erkläre ich es dir in einem eigenen Video. Und jetzt kommen wir zu den Mitlauten, also den Konsonanten. Zu den Mitlauten gehören zum Beispiel diese Buchstaben, die du hier siehst. B, C, D, F und so weiter. Aber warum heißen sie eigentlich Mitlaute? Ganz einfach, weil sie meistens zusammen mit einem Vokal ausgesprochen werden. Du kannst sie nämlich nicht ohne die Hilfe eines Vokals aussprechen. Deshalb nennt man sie auch Mitlaute. Versuch doch einmal die folgenden Buchstaben laut auszusprechen, ohne einen Vokal zu benutzen. Na, könntest du einen dieser Laute ganz allein aussprechen? Nein, das funktioniert nicht. Beim B brauchst du zum Beispiel noch ein E, also B. Und beim H hängst du ein A an, ne? H. Konsonanten arbeiten sozusagen mit den Vokalen zusammen, damit wir ganze Wörter bilden können. Und jetzt schauen wir uns die Umlaute an. Die Umlaute gehören lautlich zu den Vokalen. Im Deutschen gibt es 3 Umlaute. Ä, Ö und Ü. Das Besondere an diesen Lauten sind die 2 Punkte über dem Buchstaben. Diese Punkte nennt man auf Deutsch Umlautpunkte. Diese Laute gibt es in vielen anderen Sprachen nicht, deshalb sind sie für Deutschlernende manchmal etwas schwierig. Zum Beispiel Bär, Öl, Küche. Kleiner Tipp, wenn deine Tastatur keine Umlaut hat, zum Beispiel im Internet oder auf einer englischen Tastatur, kannst du sie auch anders schreiben. Anstatt Ä, A, E oder statt Ö, O, E oder statt Ü, U, E. Ne? Und noch etwas Wichtiges. Umlaute werden sehr oft verwendet, wenn wir die Mehrzahl eines Wortes bilden, also den Plural. Zum Beispiel Garten ist Singular und der Plural ist Gärten. Tochter, Töchter. Hier werden aus U ein Ö. Und Bruder, Brüder. Na? Genau hier wird aus U ein Ö. Na? So, jetzt kommen wir zur letzten Lautgruppe, die wir am Anfang des Videos kennengelernt haben. Diese nennt man Zweilaute, auch Doppellaute oder Diphthonge genannt. Ne? Der Name verrät eigentlich schon, worum es geht. Bei Zweilauten verschmelzen 2 Vokale zu einem neuen Laut. Obwohl hier 2 Buchstaben stehen, hören wir nur einen einzigen gemeinsamen Laut. Wie man jeden dieser 2 Laute ausspricht, sehen wir uns jetzt Schritt für Schritt mit Beispielen an. Der erste Zweilaut ist I, A, I. Die Aussprache ist eigentlich ganz einfach. Der Laut I klingt ungefähr wie das englische Wort Ei. Zum Beispiel Mais, My, Hi.
Der nächste Laut ist I. Er wird genau gleich ausgesprochen wie A, I, I. Ob du A, I oder E, I siehst, die Aussprache ist identisch. Das bedeutet, du sprichst zuerst ein kleines A und gleitest dann zu I, also I, wie Ei, Eis, mein, dein, heißen, zum Beispiel ich heiße Zara oder Polizei. Jetzt schauen wir uns den Zweilaut IE. Beim IE hören wir einen langen, klaren Vokal. Das bedeutet, IE spricht man wie ein langes I. Also ganz ruhig und lang. I. Zum Beispiel Liebe, Sie, Spiel. Achte darauf, wie lang das I klingt. Brief, Ziel. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Zweilaut. A, U. Du beginnst mit einem offenen A und gleitest dann zu U. Au, wie Auge, Auto, Baum, Haus, Aufbau. Genau. Und jetzt E, U und Ä, U. Beide werden identisch ausgesprochen. Das ist ganz wichtig. Du hörst keinen Unterschied, nur die Schreibweise ist anders. Schauen wir uns zuerst EU an. Na? Euro, teuer, Freund, heute, neu. Und jetzt EU. EU. Äußerung, äußerlich, Bäume, Häuser. Hörst du den Klang? Immer Eu, immer Eu. Konzentriere dich zuerst nur auf die Aussprache Eu. Die richtige Schreibweise lernst du mit der Zeit automatisch. Das war's für heute. Sehr gut gemacht. Jetzt kannst du diese Laute richtig aussprechen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal 7 Minuten Deutsch. Damit unterstützt du mich und hilfst, dass mehr Menschen Deutsch lernen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.